Wunderschönen guten Tag, heute haben wir die DJI Air 3S. Das ist ganz lustig, weil die erste Air-Drohne war die erste, die ich getestet habe. Und jetzt schon die dritte Version raus. Die kommt mit 2 Kameras, das heißt, es ist so die Mittelklasse-Drohne von DJI. Da drüber ist noch die Mavic und darunter kommen halt dann die günstigeren. Das ist eigentlich so das To-Go-Ding, wenn man nicht so viel Geld ausgeben will. Wir haben hier immer die Kombo gekriegt, das heißt, da ist die Drohne dabei, 3 Akkus. Ich greife mal hinter mich. Dann haben wir noch den Controller mit dem Display, mit dem Super Bright Display und noch 3 ND-Filter, die eigentlich jetzt relativ gut sind. Ich hatte gehofft, dass es ein bisschen schlechteres Wetter ist, weil so eine Drohne testet man tatsächlich gerne, wenn es diesig ist und schlechtes Wetter ist. Sonst hat man nämlich den GoPro-Effekt, weil Sonnenschein sieht immer alles super gut aus. Und bei diesigem Wetter, da entpuppt sich dann der wahre Könner. Wie immer ist der Hauptbestandteil der Testartikel für Film, TV, Video. Das Video ist noch so ein bisschen ein kleines, nettes Add-on, um mal zu sehen, wie die Qualität von der Drohne ist. Und heute werde ich sie mal ein bisschen testen. Hier an dem Drohnenspot. Man hört schon im Hintergrund ist eine FPV-Drohne am rumfliegen. Ich habe eben mal probiert, durch so ein Schild durchzufliegen. Da müsste man die Sensoren dann ausstellen, weil das schafft es nicht. Dann bleibt die Drohne stehen und meckert ein bisschen rum. Und sie ist echt sehr, sehr windbeständig, muss man sagen. Also die Drohne wackelt ohne Ende, das Bild bleibt gleich und die Steuerung ist auch noch okay. Slow-Mo teste ich ein bisschen, dann die Telekamera, die ist sehr interessant. Den Artikel verlinke ich dann wie immer in der Beschreibung. Ich bin ein bisschen geblendet von der Sonne und auch ein bisschen überrascht, dass es jetzt so schönes Wetter ist, aber eigentlich gar nicht so verkehrt. Also, let's go!